In dieser vierten und letzten Präsentation über die Bedeutung Israels in der Bibel nach dem alten jüdischen Wissen wechseln wir zum Neuen Testament. Und hier lesen wir, dass die Juden Jesus steinigen wollen. Weiters, hier eine Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll, zu Jesus geführt. In diesem Moment schreibt Jesus mit dem Finger in den Staub. Was soll das bedeuten? Abschließend ein paar Bemerkungen zum Staat Israel und zum neuen Jerusalem. Schauen Sie sich das an. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, in diesem vierten und geplanten letzten Teil erfahren Sie einen weiteren Gesichtspunkt zur Bedeutung Israels in der Bibel. Es geht um die Juden, die Jesus steinigen wollen, und abschließend ein paar Anmerkungen zum Staat Israel. Die Juden wollen Jesus steinigen und wir lesen im Johannesevangelium: Viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor euren Augen getan. Für welches dieser Werke wollt ihr mich steinigen? Und die Juden antworteten: Sondern wegen Gotteslästerung. Du bist nur ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Und auch seine Jünger sagen in weiterer Folge zum Thema Steinigung: Jesus will nach Judäa gehen wegen Lazarus. Und die Jünger sagen zu ihm: Rabbi, eben noch suchten dich die Juden zu steinigen und du gehst wieder dorthin. Wer ist Jude aus dem Gesichtspunkt des alten jüdischen Wissens, wie wir es auch durch Friedrich Weinreb erfahren? Sagt der Jude ist erstmal ein Hebräer. Im Hebräischen wird das Wort Ivri dafür verwendet. Es ist im Menschen das Jenseitige. In den biblischen Erzählungen steht dafür Jona, Joshua, Sarah, Rebekka und Rachel. Es ist der Weg, der uns durch das Jenseitige vorgegeben wird oder durch den wir geführt werden. Juda kommt vom Wort Jehuda und in der Kurzform ist es Juda und bedeutet Lob Gottes. Und wenn das jenseitige Menschen versagt, erleben wir den Konflikt zwischen dem Erlöser und den Juden in mir, ebenso wie wir es jetzt bei diesen Bibelstellen jetzt erfahren haben. Es geht letztlich um den Konflikt, den Israel in mir erfährt. Also Israel im Zusammenhang, wie wir es in den vorherigen Präsentationen von Jakob erfahren haben. Und wer ist Jude? Diese Deutung aus dem alten jüdischen Wissen können wir auch bei Paulus lesen, also diesen Selbstbezug. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht, dass die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist, und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht in Buchstaben geschieht. Und die Juden wollen Jesus steinigen, und hier jetzt ein paar Gesichtspunkte eben aus dem alten jüdischen Wissen. Wie schon öfters darauf hingewiesen, Gott steht für die Einheit, wird auch durch die Eins und somit auch durch den ersten hebräischen Buchstaben, die Aleph, symbolisiert. Und wir erfahren in diesem Neuen Testament, dass sich Jesus als Sohn Gottes bezeichnet, so wie wir auch alle Kinder Gottes sind. Und dieses hebräische Wort für Sohn, Ben, wird mit den Buchstaben Bet und die Nun geschrieben, also mit den 2 und mit dem Wert 50. Wir kennen das alle aus diesem alten Hollywood-Schinken Ben Hur, also der Sohn des Hur. Und das Wort Stein ist eben eine Kombination aus diesen beiden Teilen, also man könnte es so sehen, aus der Kombination aus Gott und den Sohn, für das eben Jesus steht. Und Jesus spricht über den Vater und den Sohn. Und hier meint Jesus also das Jenseitige, wenn er vom Vater spricht, und das Diesseits, wenn er von sich spricht. Jesus ist die Verkörperung dieser Verbindung des Jenseitigen mit dem Diesseitigen, also die gelebte Verkörperung. Und wenn wir diese Erzählungen und Konflikte unter diesem Gesichtspunkt lesen, dann sind sie für uns auch besser und leichter zu verstehen. Weinreb sagt weiters: Wer aber nicht ausgezogen ist aus Ägypten,
versteht mich nie. Also diese diesseitige oder ausschließliche diesseitsbezogene Welt, wo das Jenseits keine Rolle spielt oder gestorben ist, das ist, sobald wir vom Baum der Erkenntnis nehmen, oder es schaut auch so aus, dass die Gegenwart davon eben dominiert wird, ist wohl in jeder Gegenwart auch so, dass dieses Diesseitige so dominant ist und das Jenseitige verdrängt wird, dann ist eben diese Knechtschaft in der Dualität, in der Zweiheit vorherrschend. Das wird eben symbolisiert in der Sprache der Bibel mit Ägypten. Und Ägypten hat Angst, also in dem Sinne vertreten eben durch den Herrscher Ägyptens, durch Pharao, der eben für diese ausschließliche Körperlichkeit und Diesseitigkeit steht, dass Israel auszieht, so wie wir eigentlich nicht gerne sterben möchten, weil Israel auch für diese seelische Seite steht. Ägypten ist nicht imstande, das zu verstehen, also diese Erwartungen, die wir vielleicht haben, ja, wann wird Pharao einsehen, das ist ihm in dieser Geschichte auch nicht einmal vorgesehen. Das ist eben eine Darstellung dieses Konfliktes, des Diesseitsbezugs, der sich vom Jenseits abgetrennt hat, wo die Wurzel zwischen dem Baum der Erkenntnis und dem Baum des Lebens durchgeschlagen ist. Es gibt keinen Bezug mehr zum Jenseits. Und das sagt das Ich, also das Sein, also dieses Jenseitige, das Seelische im Menschen. Ich muss das Zeiträumliche verlassen. Die müssen diese Knechtschaft verlassen. Und Ägypten ist die Gefangenschaft im Zeiträumlichen. Und dort gilt eben nur dieses Leistungsbezogene und dieses Ich, das Sein und das Seelische kann eben unter dieser Knechtschaft der Leistung nicht leben. Es sehnt sich, es leidet im Zeiträumlichen und durch diese Sehnsucht und durch dieses Leiden, dann wird es erlöst, dann eröffnet sich sozusagen der Weg. Und abschließend der Hinweis, also der Weg, der gegangen wird, geht nicht über den Baum der Erkenntnis. Also dieses Murren in der Wüste wird eben durch diese Aspekte des Baumes der Erkenntnis verursacht, wie in den vorherigen Präsentationen schon darauf hingewiesen. Also so wie auch die Bildung zum goldenen Kalb und so weiter. Diese Verführung durch den Gegenspieler. Ein weiterer Gesichtspunkt zu diesem Thema Steinigen, hier jetzt ein Beispiel, also ein sehr typisches Beispiel, wo wir mit dem Steinigen konfrontiert werden, wo diese Ehebrecherin zu Jesus geführt wird und in diesem Moment, wo diese Pharisäer, Schriftgelehrten Jesu versuchen, indem sie sagen, ja, hier nach dem Gesetze Moses müssen wir diese Frau steinigen. Wie siehst du das? In dieser Phase schreibt eben Jesus mit dem Finger im Staub ein eigenes Thema, wo man lang viele Gesichtspunkte einbringen kann. Ich möchte nur auf zwei dieser Gesichtspunkte eingehen, hier eben kurz und schnell. Also in Jeremia lesen wir, wo eben auf den Propheten nicht gehört wird. Und da lesen wir, die sich von dir abwenden, werden in Staub geschrieben. Denn sie haben den Herrn verlassen, den Quell lebendigen Wassers. Also erstens muss einmal festgestellt werden, wenn wir beim Gesetz Mose lesen, dass die Ehebrecherin gesteinigt werden soll, so müssen wir uns vor Augen halten, es gibt immer zwei Gesichtspunkte. Wir können diese Botschaft veräußern, wir können sie objektiv nach außen tragen und sagen, naja, früher war das so, diese Art der Gerichtshaltung, dieses Archaische. Oder wir suchen diese Botschaft des Jenseitigen, wie sie in uns lebt. Und dann geht es nie um Völkermord, um Mord. Dann wird kein Mensch gesteinigt und das Gesetz Mose ist nicht das Töten eines anderen Menschen, sondern dieser Aspekte eben in mir. Verstehen wir das falsch, so wie es eben in diesem Zusammenhang die Pharisäer und Schriftgelehrte falsch verstehen, dann sind wir durch den Baum der Erkenntnis verführt. Wir haben die Einheit verlassen
und das Bild des Staubes, also ist ein Bild der Vielheit und sind wir nicht eingeschrieben im Buch des Lebens, so wie wir es aus der Offenbarung erfahren, dann sind wir sozusagen des Todes. Und hier sprechen wir von jenen Teilen in mir, also wir sind unsterblich, aber diese Teile, die verführt werden durch den Gegenspieler, verführt werden, dass wir glauben, die Erkenntnis ist der Weg, dann sind wir dieser Vielheit ausgeliefert. Und dann gehören wir zu denen, die in Staub geschrieben sind. Dann ein weiterer Gesichtspunkt ist eben dieser Finger Gottes. In dem Zusammenhang, es schreibt eben Jesus mit dem Finger in Staub und der Finger Gottes schreibt eben die 10 Gebote in die Steintafeln. Der Stein nimmt sozusagen das Wort Gottes in sich auf oder wird ihm in Stein gemeißelt. Lassen wir den Stein sozusagen in der Zeitlichkeit liegen, dann wird er zu Staub im Laufe der Millionen von Jahren oder wie wir es auch hören, der Berg wird abgetragen und ins Meer transportiert. Also das ist Staub und dieser Sand, so wie auch der Drache in der Offenbarung an den Strand geht und erst dann sozusagen diese 2 Tiere kommen vom Land und vom Meer, also der geht in die Vielheit, dieses Sand oder so wie auch bei Gog und Magog, wie ich schon in der alten Präsentation darauf eingegangen bin, ist eben ein Bild für die Vielheit. Staub, Sand, also diese Vielheit. Und mit diesem Staub lesen wir in der 3. ägyptischen Plage, wo im Aaron mit dem Stab auf den Boden oder in den Staub stößt, dass dort der Staub zu Stechmücken wird. Also diese Vielheit, die kann uns dann plagen wie Stechmücken. Und das wird eben auch als Finger Gottes gedeutet dann. Und ein weiterer Gesichtspunkt ist, dass ihm Jesus Dämonen austreibt und hier wird auch vom Finger Gottes gesprochen. Nun, da sprachen die Juden, auch eine weitere Stelle aus dem Johannesevangelium, vorweg ist zu sagen, Jesus sagt, wer in mir ist, in meinem Wort, der ist in der Wahrheit und in der Freiheit und ist frei. Und daraufhin antworten die Juden, wir sind ja frei, wir sind ja keine Sklaven, wir sind ja die Söhne Abrahams. Jesus sagt ja, wenn ihr die Söhne Abraham wäret, dann würdet auch ihr so handeln wie Abraham. Da sagt er, ja, wir sind ja trotzdem frei und Söhne Abrahams. Er sagt, ihr seid die Sklaven der Sünde. Dann antwortet die Juden, Gott ist unser Vater. Daraufhin antwortet Jesus, der Teufel ist euer Vater. Also hier diese Auseinandersetzung ist nun unter diesem Gesichtspunkt zu sehen, wenn Jesus, der in Verbindung mit Gott und dem Diesseits ist, wenn das nicht verstanden wird, also sprich dann, wenn man von der Einheit getrennt ist und man nicht die Liebe und dieses Göttliche, die Einheit sieht, dann argumentiert man, wie es hier die Juden tun, und die sind dann recht wütend, nachdem Jesus sagt, der Teufel ist euer Vater und so weiter, dass sie dann letztlich sagen, da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen, weil diese Auseinandersetzung geht dann noch auf verschiedenen Ebenen weiter. Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich. Da hoben sie Steine auf, damit sie auf ihn würfen. Also es ist wieder dieser Konflikt, wenn wir das Jenseitige in dieser Botschaft nicht wahrnehmen, dann tendieren wir es abzutun. Also im Grunde genommen gering zu schätzen, für unbedeutend zu halten, letztlich damit auch zu töten oder zu steinigen. Und nun, das ist die eine Ebene, diese offensichtliche, die wir hier jetzt da sehen, die vor uns steht mit den 50 Jahre alt sein. Einen verborgenen Hinweis kann man da jetzt da drin sehen. Wir haben darüber gelesen, dass Joshua, der die Ägypter ins gelobte Land führt, ist eben der Sohn des Nun. Und diese Buchstaben, diese hebräischen Buchstaben, in diesem Fall die Nun, bedeutet Fisch und hat gleichzeitig den Zahlenwert 50.
Und 50, schon an mehreren Stellen habe ich darauf hingewiesen, der Sohn der 50, also die 50, wie schon mehrmals darauf hingewiesen, steht für dieses Durchbrechen des 7. Tages, so wie wir es gesehen haben bei der Auferstehung. Der 7. Tag wird eben vollendet. Alle Ausprägungen, die wir erleben können, werden durch diese 7 mal 7 ist 49, also durch diese 49 repräsentiert. Alles bis 49 steht für den 7. Tag. Die 50 ist der 8. Tag und das ist eben auch, oder ein Bild des 8. Tages haben wir durch diese Auferstehung erfahren. Und weiters steht dem Jesus für den Menschenfischer, beziehungsweise seine Jünger, die er zum Menschenfischer macht. Und was bedeutet das? Er fischt die Menschen, also wie ein Fischer aus dem Wasser. Und das Wasser ist ein Bild für die Zeit. Durchbrechen wir sozusagen diese Zeitlichkeit oder erreicht diese Botschaft, diese Erzählungen von Jesus uns so, dass wir diese Zeitlichkeit durchbrechen, also etwas von dieser Jenseitigkeit wahrnehmen, dann hat er seine Aufgabe als Menschenfischer erfüllt und hat uns sozusagen wie, wenn wir einen Fisch aus dem Wasser holen, eben für einen Zeit lang oder einen Moment, eben aus dieser Zeit durch diese Decke, gläserne Decke der Zeit blicken lassen. Und Jesus ist auch der Eckstein, also das heißt, sind wir in Beziehung mit dieser Einheit, dann können wir unser Haus drauf bauen. Haben wir vom Baum der Erkenntnis gegessen, dann verstehen wir nicht, was dieser Eckstein überhaupt soll und verwerfen ihn, wie diese Bauleute es tun, von denen wir in der Bibel auch lesen. Und abschließend noch der Hinweis, eben Joshua und Jesus, das bedeutet eben, der Herr hilft. Abschließend auch noch zum Staat Israels ein paar Anmerkungen und das neue Jerusalem, wie wir es aus der Offenbarung kennen. Es gibt historische und reale Entsprechungen. Also für alles, was wir auch in diesen Heiligen Schriften lesen, können wir diese Entsprechungen ausgraben, finden, suchen. Jedoch dürfen wir das Wort Gottes nicht mit unseren zeiträumlichen Maßstäben messen. In diesem Moment, wo wir das tun, nageln wir diese Botschaft auf diese Zeiträumlichkeit fest. Wir kreuzigen das Wort Gottes. Weiters, Zeitlichkeit und räumliche Einschränkungen sind Begriffe des Baumes der Erkenntnis. Nationalismus ist tief verwurzelter Gruppenegoismus, also das, was wir aus unserem gelobten Land vertreiben müssen, das sind zum Beispiel eben die Moabiter, die diesen Nationalismus vertreten. Wir haben sie selbst durch das Nehmen vom Baum der Erkenntnis eben diese Völker eingesetzt. Die müssen wir aus dem gelobten Land, eben aus Kanaan, vertreiben. Objektivierung, also wo wir das immer dann nach außen transportieren, verunmöglicht das eigene Erleben der Botschaften der Heiligen Schriften. Das neue Jerusalem, also das himmlische Jerusalem, hat keine irdischen Grenzen. Jerusalem bedeutet die Erscheinung Gottes in seiner Vollkommenheit, auch wenn wir das heute überhaupt nicht wahrnehmen können, eben durch diesen Nationalismus. Selbst der Name Jerusalem, trägt den Frieden, also Shalom, in sich, wie Sie hier jetzt hervorgehoben in der hebräischen Schreibweise sehen. Und noch abschließend aus der Offenbarung des Johannes, wie schon in alten, vorhergehenden Präsentationen darauf hingewiesen, dort wird ihm erzählt am Ende in ein sehr positives Bild, wo wir alle letztlich hinkommen, also ein Bild für das Paradies, das neue Jerusalem. Aus dem Alten Testament ist es das Bild von Kanaan, das gelobte Land. Zuvor werden im Feuersee unter anderem Tod, Teufel, somit die Dualität vernichtet. Und wir können zu Lebzeiten etwas vom himmlischen Jerusalem erfahren, sobald wir nicht mehr vom Baum der Erkenntnis essen, also den Baum der Erkenntnis entsagen. Das habe ich in dieser 13. Präsentation schon genauer erklärt und dort auch abgeschlossen mit diesem Hinweis,
Blick durch das Schlüsselloch in dieses neue Jerusalem, wo wir letztlich die Liebe erfahren, denn die Liebe, also diese umfassende Liebe, umfassend erfahren, diese Erkenntnis und Dualität ist dann nicht mehr eine Hürde und ein Hindernis. Also die Liebe hört niemals auf und in diesem Sinne danke für Ihre Aufmerksamkeit. Abschließend sehen Sie noch Hinweise auf die Literatur, auf die Facebook-Gruppe, den YouTube-Kanal, das Buch in der Print- und E-Book-Version, die Rezensionen und danke für Ihre Aufmerksamkeit.